32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 7. Episode des YPC Bank 2024 und damit zur Auftaktfolge in Gruppe D. Die absoluten Top-Favoriten sind hier sicherlich der amtierende Vize-Champion Toon van Ham für die skandinavische Raubfischmarke Westin sowie Ilex Aushängeschild Mark Petschowski, der das Finale im letzten Jahr extrem unglücklich verpasste. Ähnliches gilt auch für Markus von Oy von Bullseye. Der Boss der Schweizer Premium-Brand, hauptsächlich bekannt für hochwertige Routen, scheiterte im Vorjahr ebenfalls nur knapp im Halbfinale und will seine bisher beste YPC-Leistung garantiert bestätigen. Namensvetter Markus Eule vom deutschen Tackle-Hersteller Zeck wiederum erlebte 2023 ein enttäuschendes Turnier und hat sich diesmal wohl auch deswegen auf den Punkt vorbereitet, um nicht bloß für gute Unterhaltung, sondern auch für das ein oder andere anglerische Highlight zu sorgen. Zu diesen 4 bekannten Gesichtern gesellen sich 3 Newcomer und ein Comebacker, denn John Chowns kehrt nach mehrjähriger Abwesenheit für den österreichischen Edelroutendistributor Hearty Rice Europe zurück. Der Ruhrpottler mit britischen Wurzeln ist seit über 10 Jahren in der Angelbranche als Autor, Produktberater, Markenbotschafter und vor allem als Guide in den Niederlanden tätig. Erstmals dabei ist Kevin Imhoff, der für die Berliner Tackle-Schmiede LMAB an den Start geht. Der Gummersbacher gilt nach Siegen bei der Open Street Amsterdam, der Freestyle Live und der World Street Fishing über die Landesgrenzen hinaus als Street-Fishing-Spezialist. Technische Versiertheit, Turniererfahrung und dazu noch gute Ortskenntnisse klingen auf jeden Fall nach sehr vielversprechenden Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier. Dass Alexander Wils für das finnische Traditionsunternehmen Rapala startet, ist zumindest auf den ersten Blick ein wenig kurios. Der Saarländer hat nämlich erst 2019 so richtig mit dem Angeln begonnen. Seitdem war er IT-Ingenieur, allerdings bei jeder Gelegenheit am Wasser und konnte auch schon erste Turniererfahrungen sammeln. Mal sehen, wie er sich bei seinem Profidebüt auf der großen Bühne schlägt. Komplettiert wird Gruppe D durch Daniel Kowalczyk. Vater Witold wanderte in den späten 1970er Jahren in die USA aus, stellte bei regelmäßigen Heimatbesuchen aber fest, dass seine amerikanische Köderauswahl in polnischen Gewässern deutlich schlechter lieferte als in den Staaten. Kurzerhand beschloss er, eigene Softbaits für den europäischen Markt zu entwickeln. Damit war Relax geboren. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Vor allem den Copito haben die meisten von euch schon einmal gefischt. Man darf gespannt sein, was Daniel, der das Unternehmen seit dem Tod seines Vaters führt, bei seinem YPC-Debüt noch so alles aus der Köderkiste holt. Damit wisst ihr Bescheid, mit wem ihr es in Gruppe D zu tun habt. Toon, Markus, John und Alex starten in Zone 2. Mark, Eule, Kevin und Daniel beginnen den Tag in Zone 4. Auf geht's! Guten Tag, Leute. Herzlich willkommen in Gruppe D. Die YPC Bank 2024 geht von Start. Habe ich mich gut rasiert? We will go for all in actually for big fish. Mein Plan ist es heute, mal mindestens einen 40er Barsch zu fangen. So I will be a happy man if we have one big pike over 80 centimeters. Also wenn es so gut läuft wie im Training, dann sehe ich da eigentlich gute Chancen. And when we have this,
gucken wir einfach mal, was der Tag so bringt. But first, the big pike. Aber Training und dann der Turniertag ist immer 2 verschiedene Paar Schuhe. Hey Jungs und Mädels, willkommen bei der YPC Bank 2024. Unser Plan ist heute, Hechte zu fangen. Hoffen wir, dass es klappt. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Ihr seid dabei. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Debüt bei YPC Bank 24. Wer mich nicht kennt, ich bin Alex. Ich fische für Team Rapala und wir starten gleich mit dem Hecht, beziehungsweise wir versuchen es. Wir stehen hier an einem mittleren Graben, würde ich es nennen. Hier gibt es vielerlei Struktur, Hausboote, Seerosen, alles, was Hechte hoffentlich mögen. Im Hintergrund hört man die Autobahn. Der Plan für mich jetzt, hier hoffentlich einen Hecht zu fangen. Wir haben da die nächsten 4 Stellen an diesem wunderschönen Graben und ja, drückt mir die Daumen, hoffentlich klappt es. Ich hoffe, euch Fisch zeigen zu können. Good morning, everyone. Danny Kowalczyk here with Relax Lures. It's a little noisy outside. It's been a long drive from where we're staying. It's been a long week overall, driving everywhere, trying to find locations. It hasn't been perfect, but I'll explain it as the day goes on. If you look right here to my side, take a look. We have Highway A27. It's kind of a dividing line between Sector 4 and Sector 1. We're gonna fish under the bridge. We'll be able to take a lot of our tackle and stuff. We don't have a long distance to walk, so we're gonna pop the trunk. I took as much stuff that I can. Of course, like always, a lot stayed in the hotel room where we were staying. So let's figure out what we're gonna take with us, probably everything, and then we'll start fishing. So let's kick this pig and start this sucker off right. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt an meinem ersten Spot angekommen und der Zielfisch lautet jetzt erstmal Barsch. Wir werden jetzt einige Zeit damit verbringen, Barsch zu angeln. Hoffentlich klappt es gleich und je nachdem, ob es klappt oder nicht, sehe ich dann, was ich später machen werde. Ich bin auf jeden Fall gut vorbereitet. Alles, was ich soweit unter Kontrolle habe, habe ich kontrolliert. Die Spots, der Plan steht, mein Tackle ist ready, mein Mindset ist ready, alles andere ergibt sich über den Tag. Also ich hoffe, dass der Barsch gleich kommt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, wir warten jetzt hier am Spot und dann geht's los. Gehen wir zum Wasser, oder? So, zum Hechtangeln haben wir uns heute rausgesucht, so einen schönen Stadtpolder. Gell? Sage Ihnen vor allem meine ganzen Freunde, ich werde oft angeschrieben und so, Euler ist nicht ein geiler Platz irgendwie in Holland, wo wir Fische sind, wo wir Fische gehen können. Und ich sage immer, hey, Holland ist so groß und hat so viel Wasser und wirklich Fische sind eigentlich überall drin. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen umgeschaut, das Gewässer haben wir erst gestern gefunden. Wie gesagt, so ein kleiner Stadtpolder, ein Hauptgraben, der hat ziemlich klares Wasser, da versprechen wir uns am meisten. Und lauter so kleine Gruben außenrum, um die Häuser außenrum, drüberes Wasser. Haben ein paar verschiedene Köder dabei, ein paar verschiedene Dekoren und sind guter Hoffnung, dass da irgendwas passieren wird auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch 3 Minuten, also mal Lufttour. Wir haben noch 3 Minuten Zeit und dann machen wir uns schon mal warm, ein bisschen der Ruhearm und so. Und dann geht's gleich los, first cast. So, I think our dividing line is gonna be exactly right around the middle of this bridge. Let's just be safe. Let's just keep to the left side as much as we can. If anything, we'll just stand over a little bit more in the corner and cast this way. So as you can see, we are in a polder system, and to be honest, I'm not super confident because the water is a little bit murky. So what will I do? I put on the brightest color I can find in my box. This is fire. It's a color when the water is a little bit murky. This color is crazy good. Starten werde ich jetzt hier heute mit dem Diving Cherry. Das ist ein Crankbait von Elex. Ich hoffe, der bringt mir die dicke Kirsche. Erstmal hier schnell ein bisschen Wasserfläche absuchen, mal gucken, ob ein paar Fische aktiv sind. Als ich hier war im Training, ist hier Wasser rausgestürmt aus dem Pumpwerk. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich bin mir sicher trotzdem, dass Fische da sind, denn der Untergrund ist jetzt ziemlich steinig. Und wenn das nicht funktioniert, die ersten paar Würfe, dann werde ich ein bisschen langsamer fischen. Ich habe hier ein paar verschiedene Köder noch montiert. Ich habe einmal einen Magic Slim Shad, einen kleinen Rubber Jig mit einer Magic Mayfly und einen Deraku. Deraku ist auch da, um ein bisschen schneller zu fischen, aber die anderen 2 werde ich definitiv etwas langsamer fischen. Und ja, ich hoffe, dass hier der erste Barsch kommt. Ich habe mir mal ein Twitchbait vorbereitet, einen Flachläufer. Und hauptsächlich fische ich hier die Craw. Green Pumpkin Chartreuse. Hat die letzten Tage im Training echt super geliefert. Ich habe jetzt mal 10,6 Gramm Tungsten dran gemacht, ne, und habe aber immer noch einen 7 Gramm vorbereitet, falls ich doch ein bisschen leichter fischen kann. Und dasselbe am Skirted Jig testen wir gleich mal durch. Und unsere neue Craw, die demnächst kommen wird, sieht sehr gut aus.
Jetzt haben wir das Buffet vorbereitet und warten sehnsüchtig auf den Start. You know the feeling that you want to cast, but you're not allowed to cast? Sobald die Fähre ablegt, angeln wir. Das passt dann von der Zeit. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen bei was auch immer, welche Episode es gerade ist, das weiß ich nicht. Aber Johnny fischt zum zweiten Mal die YPC mit. Es war jetzt wirklich sehr kurzfristig, also ich bin jetzt relativ kurzfristig für jemanden eingesprungen, dementsprechend zu meiner Verteidigung. Ich konnte auch nicht üben. Einen Übungstag hatte ich vor 14 Tagen und da war ich genau hier. Da gibt es übrigens auch ein Trainingsvideo. Und da habe ich hier relativ schnell Hecht und Barsch gefangen. Und es ist natürlich ziemlich weit für mich und den Kameramann gewesen, hier hinzufahren, weil hier kristallglasklares Wasser war. Und jetzt haben wir es braun, Leute. Also es geht noch. Die Trübung ist noch okay. Aber ich war gerade ziemlich geschockt. Deswegen, mein Plan ist jetzt, ich gehe hier nicht weg, bis ich den Hecht habe. Und mit viel Glück kriege ich hier auch große Zander, die kann man hier fangen. Barsch kommt öfter, kein Riesen. Aber mit viel Glück kriege ich vielleicht aber auch einen großen Zander, weil es trüb ist. Und ich schaue mal auf die Uhr. Erster Wurf. 8 Uhr. It's 8 o'clock. I hear the bells of the church. And they are always right. And here we go. Oh, perfect. My God, every day rain. 3, 2, 1, First Cast. Leute, es ist 8 Uhr, es geht los. Der erste Wurf. So Jungs, ihr seid dabei, First Cast. 8 Uhr und wir müssen noch warten mit unserem ersten Wurf. Wir müssen immer warten, bis die so in der Mitte ist. Wenn ihr das Stahlseil seht da, wenn ihr jetzt direkt angeln würdet, dann hättet ihr noch die Möglichkeit, das Stahlseil zu haken. Und so warten wir jetzt einfach noch ein bisschen ab. Fast alle Angler hatten es sehr eilig, ihre Köder das erste Mal auf die Reise zu schicken. Schweizer lieben aber bekanntlich die Gemütlichkeit. Hallo und herzlich willkommen zur Gruppe D, erster Tag YPC. Ich habe die Ehre hier zu eröffnen. Es geht auf Hecht, drückt mir die Daumen. Wir wollen heute einen dicken Hecht sehen. Ich starte hier vom Ufer mit der Beast 240 mit dem Jerkbait, damit ich super Wurfweiten kriege. Ihr seht, es ist kein Windtag, keine Welle, gar nichts. Nicht die idealen Hechtbedingungen. Aber mit ein bisschen Glück klappt das hier und wir fangen einen dicken Hecht. Das ist das Ziel. Ja, ich werde jetzt als erstes hier klassisch einfach mal einen 11er Gummi, einen 11er Invader Shed faulenzen, weil das letzte Mal, wo ich jetzt hier war, also ich war vor ca. 14 Tagen hier und davor vor 6 Jahren das letzte Mal, habe ich ja auch nur gefaulenzt und wollte eigentlich gucken, ob ich einen großen Zander fange und habe relativ schnell sofort 2 Hechte gekriegt. Deswegen, hier ist eine Brücke, hier ist eine kleine Vertiefung von knapp 2 Meter, da und da ist 1,40 Meter. Also ein bisschen Struktur und ja, das ist, was ich brauche. Struktur. Zeit für den ersten Köderwechsel. Okay, wir machen jetzt mal noch einen Köderwechsel. Die ersten Würfe habe ich jetzt mit einem Mustache Shallow Rig versucht, gepaart mit unseren Soft Otos. Genau. Grundsätzlich versuche ich damit größere Wasserflächen abzusuchen. Das heißt, der Köder macht extrem viel Druck und versuche die noch müden Hechte oder vermutlich noch müden Hechte wach zu rütteln. Aber wir gehen jetzt noch mal mit unserem Jerkbait nach und hoffentlich gibt es einen Fisch. So, jetzt fische ich hier mal unser neuer Hookleiter. Das Teil ist geil, der ist vom Lauf her ganz anders. Das so ein Spinnerbait oder ein Bladed Jig oder irgendwas. Die haben ja immer eine gerade Laufbahn. Aber dieser Jerk, der flankt wirklich zickzack. Das ist so ein Ding, können die Hechte oft nicht widerstehen. Gell? Hoffentlich ist es halt genauso, dass sie nicht widerstehen können. Das Teil kann ich komplett über die Rolle animieren. Also immer so twitchen, dass er läuft. Oder ich kann ihn ganz normal wie so ein Swimbait einfach einkurbeln. Und ich mache immer so eine Mischung. Ich kurbel immer ein Stück, dann lasse ich ihn kurz stehen, gebe ihm so ein bisschen Zickzack-Bewegung und führen wieder ein Stück. Ich habe jetzt die ersten paar Würfe mit dem Crank gemacht. Allerdings ist hier
nun deutlich weniger Strömung und viel klareres Wasser, als ich hier war zum Training. Hier ist Wasser rausgeströmt aus dem Pumpwerk und hat das alles ein bisschen aufgetrübt. Deswegen werde ich jetzt mal von dem Crank auf den Twitchbait wechseln. Einfach weil ich den ein bisschen langsamer anbieten kann und in dem klaren Wasser da etwas mehr Vertrauen habe. Und werde jetzt noch ein paar Würfe hier mit dem neuen Twitch Flash machen von Elex, den 67 DR. Und dann werde ich aber auf Gummi wechseln. Ich habe jetzt hier ein gedecktes Design gefischt vor. Jetzt steige ich mal auf ein UV. Aktives Design hier, schön mit den Streifen drauf und hinten auch nochmal ein Highlight. Vielleicht braucht es genau diesen farblichen Reiz, damit die Hechte hungrig werden und zuschlagen. So, let's grab our cheddar rod. Cheddar, cheddar, cheddar. Same thing, dictator rod. 7 foot, medium heavy. 10 to 35 grams. I'm gonna use a Weston cheddar. Silver blade, 14 grams. White skirt. I'm gonna use our 5-inch bass in blue pearl. Let's try natural color or lighter, brighter color. This time see if anything happens, and then we'll switch to our chartreuses and greens that have been working. So I'll let it sink to the bottom. I like going heavy. I mean, if we were in really shallow water, I'll go 7, 9 grams, but I found that 14 is perfect for me. Just cast and slowly retrieve. The blade and the bait do the rest of the work. Fisch. Ein guter Fisch. Nein, kein Fisch. Ich sag noch gerade zum Kameramann, vor 14 Tagen habe ich hier einen Schlafsack gefangen und jetzt fange ich wahrscheinlich die passende Unterhose dazu. Jetzt muss ich hier noch eine Unterhose keschern, Mann. Fängst doch alles. Solange wir nicht den passenden Körper dazu kriegen, ne, ist das alles gut. Lecker, 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 lecker. Haben wir irgendwas eingesammelt, das kommt mit. Das ist nicht der erste Fisch, ne? Leider. Hey! Der Herr Ramable, was ist wohl los bei dir? Was geht? Wir haben gerade erst angefangen, ja. Viel Erfolg, Mann. Viel Erfolg. Du bist auch am Suchen, oder? Ja, ich muss ja noch eins sammeln. Ich habe mir gestern bei dem Wetter gedacht, ich fahre noch mal kurz hier hin, teste das mal an. Weil die so klar ist dann, ne? Weil die war letzte Woche sehr braun. Direkt beim ersten Wurf habe ich einen schönen 46er gefangen. Und da kam auch direkt 3 Mann hinterher, ne? Ja. Das war so ein Turnier, ist natürlich. Ja, ja. Ja, bis jetzt gab es leider noch keinen Hecht. Ich hatte jetzt noch mal auf einen Baby Moustache Shallow gewechselt mit unseren Crush City The Carl, die im kommenden Jahr kommen werden. Hoffentlich erbarmt sich noch ein Hecht und ansonsten haben wir noch ein kleines Pumpwerk, das wir abfischen wollen und schauen, vielleicht gibt es dort noch ein Hecht. Of course, it's also the worst conditions to fish for pike. No one likes no wind. I still think we will catch them, but it would be nice if there was a little breeze over the water. Es ist echt so schwüles, warmes Wetter, gell? Es ist normalerweise geil für Hecht. Bewölkt, warm. It's also the shittiest pike weather you can have. Ja, das ist natürlich jetzt hier so braun, das ist natürlich richtig für den Kopf gerade eine ganz fiese Nummer. Also wirklich eine fiese Nummer für den Kopf. Weil normalerweise kann man hier fast bis auf den Boden gucken. Ja, da wir natürlich trüb haben, habe ich jetzt hier mit Green Pumpkin angefangen. Natürlich so ein Klassiker, die Farbe. Braune Rücken, chartreuse Bauch. Aber vielleicht weiß, Hot Albino mit einem UV-Tail hinten. Weiß ist natürlich einer der besten Kontraste, die man hat. Vielleicht nehmen sie den besser wahr oder reagieren auf den. Nächster Platz. Noch wird vielerorts gehadert. Allein Eule scheint mit den Bedingungen ganz zufrieden. Wie gehört, arbeitet Alex zu Beginn akribisch mit fliegenden Köderwechseln. So, auch hier wieder mit meinem Muster Shallow. Guck voll. Hoffentlich kommt der große Fisch. Also wenn er das sehen würden, dann würden wir sagen, da unten drunter runter. 100%. Der Balkon ist so fett, genau übers Wasser gebaut. Aber die Hechte werden sich denken, was von Depp läuft da bei uns im Revier rum. Ich denke, normal ist das nicht hier.
Aha, der war geil, Alter, pass auf. Always good to have a stress relieving bite or fish. I know it's still early. And as I told you, it's fishing 3 hours for this one fish. But if we get one, it should be a big one. Der war wichtig. Wieso hat das so lange gedauert, mein Freund? Gehen hier einmal ins nasse Gras. So, der dürfte, ja, 40 dürfte der haben. Magic Slim Shad. Der Moment der Wahrheit. Oh, warte. Nee, aber auch genau 45. Okay, der hat kleiner gewirkt. Yes! Start nach Maß für Marc. Und auch bei Kevin klingelt es noch nicht einmal 20 Minuten. Ahnbarsch. Zwar nicht der 40er, aber den nehmen wir trotzdem. Mein erster Fisch im YPC. Wahnsinn, bin sehr zufrieden. Also ich habe die ganze Zeit mit 10 Gramm gefischt, ein bisschen aggressiver. Und jetzt haben wir auf 7 Gramm gewechselt. Und es hat direkt funktioniert. Die Craw, Green Pumpkin, Chartreuse hat geliefert. So wie die letzten Tage im Training. Gesgreased. 36, Olli. Confirmed. Schön 36er. Plan war ein 40er, aber den nehmen wir gerne. Aber ein gutes Zeichen. Wir haben jetzt 18 nach, 18 Minuten gefischt. Den ersten Barsch. Hat sich das Training schon mal gelohnt. Setzen wir ihn mal zurück und hoffen auf noch mehr davon oder unseren gewünschten 40er. Schwimmt er weg. Und weiter geht's. Oh. Mein Freund, der Marc wieder zugeschlagen. 45er Barsch. Ich weiß nicht warum, aber die Teile, die schwimmen dem noch, glaube ich. Ohne Scheiß. Und der allererste Kevin hat auch einen 36er Barsch. Naja. Ah. War ein bisschen ganz dezent angeschoben. Tak, tak. Ich montiere mir jetzt hier einen neuen Slim Shad. Zum einen war der ziemlich zerlegt, zum anderen sind die 5 Gramm, die ich hier drauf habe, ein bisschen viel. Ich habe ja gesagt, im Training war ich hier und da war hier Strömung, deswegen gehe ich jetzt mal auf 3,5 Gramm runter. Es freut mich natürlich, dass ich den Fisch gefangen habe, denn ich habe hier auch in der Zone relativ gute Zanderspots und hoffe hier auch einen Hecht zu erwischen. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich den einen Barsch habe, sonst wäre ich dem heute lange hinterher gerannt. Was nicht heißt, dass ich jetzt nicht weiter auf Barsch angeln werde. Ich werde noch ein bisschen Zeit investieren, um einen Barsch zu fangen. Aber der Fisch war jetzt wichtig und so habe ich hoffentlich nachher Zeit, noch ein paar andere Dinge zu machen. Aber wie es immer so ist, läuft nicht alles nach Plan. Das lief jetzt nach Plan, ich bin happy und mal gucken, wie der Tag verläuft. Fuck, hast nicht gesehen, ne? So tick, tick, tick kam das. Hier, schön runtergezuppelt. Oh! That was a bite. What the hell was that? Oh. Aha! Der ist zu klein, Leute, der arme Knirps. Aber egal, wo einer ist, sind mehrere und vielleicht kommt hier irgendwo auch ein besserer raus. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass Fisch am Platz ist. Ich hatte im Wurf vorher einen Nachläufer auf dem Bastard Jerk. Der Fisch ist nachgekommen bis vors Ufer, jetzt eine Steinpackung und dann hat er abgedreht mit einem dicken Schwall. Leider hat er nicht zugepackt. Ich mache noch ein paar Würfe in dem Bereich. Wenn ich jetzt hier keinen Fisch kriege, dann werde ich den gleichen Bereich noch mal mit einem anderen Köder oder sogar nur andere Farbe abfischen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Farbe jetzt zu den Bedingungen passt, aber ich kann am Morgen gerne noch mal was Schockigeres fischen. Mache ich insgesamt eigentlich gern, dass ich am Morgen etwas aggressivere Farben nehme, auch wenn das Licht noch nicht so da ist, um die Hechte möglichst zu triezen, dass die schwach werden und zupacken. Was ist das denn schon wieder? Micha sagt, das ist das schlimmste Kostüm aller Zeiten. Ja, und wer muss es jetzt anziehen? Flasche entscheidend.
Ich hab keinen Bock auf den Scheiß, immer ich, immer ich. Es ist Halloween. Naja, noch nicht ganz. Aber unsere Aktion geht in die nächste Runde. Es gibt wieder Süßes oder Saures. Für nur 29,95 € erhaltet ihr in den sauren Tüten einen Warenwert von mindestens 42 € und im süßesten Tütchen winkt dem Gewinner ein Jackpot von über 2.500 €. Und das Geilste daran ist, bei einer Bestellung bis zu 5 Tüten garantieren wir, dass kein Köder doppelt ist. Alle weiteren Infos findet ihr auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. Und ich muss jetzt aus diesem Kostüm erst mal raus. Hey Leute, Enrico hier mit weiteren News für die neue Saison 2024-25. Wir bei LMAB erweitern die Rodfather Casting Serie um 2 weitere Modelle. Hier kommt die neue Shoot and Jerk, eine Route, die ich gemeinsam mit Johannes Gasser konzipiert habe, einem der führenden pelagischen Angler in Europa. Ob zum Pelagen oder Sharpshooten oder zum Polderangeln mit Jerkbaits, Glidebaits oder Swimbaits. Dieses 2 Meter lange Federgewicht pariert jeden Biss mit kompromissloser Direktheit. 40 Tonnen Toray Carbon Blank, Fuji Rollenhalter, Fuji K-Guide Beringung und ein Carbon Crosswinding über den kompletten Routenblank. Dafür brauchst du eigentlich einen Waffenschein. Die neue Shoot and Jerk ab sofort in deinen Tackle Stores. I'm pretty sure we will catch one. This is always the part that produces less fish also. And if they stand somewhere, usually it's inside the shorelines, because it's an easy place to hunt baitfish from. Of course, they can hide in the reed or in whatever type of vegetation, these small bushes, and they can, without baitfish noticing, they can sneak up on them or attack them. So that's why you try to cast as close to the shoreline as possible. And of course, it's not always in the shore. Sometimes you have them in the middle also. But I would say in a polder with not too much pressure, it's usually 90% of the time that you get the take in the shore. When a polder has fishing pressure, this changes. So when a polder has fishing pressure, the pikes know that people are walking beside the shoreline. They get scared every time people are walking by. So then they try to be a little bit in the middle of the polder. At least that's my experience of polder fishing. Ich werde jetzt hier noch 3, 4 Würfe machen, dann arbeiten wir uns zurück zum Auto und dann machen wir einen Platzwechsel, weil aus meiner Sicht hätte in der Stunde, in der ich jetzt hier schon bin, ein Fisch kommen müssen. Aber ja, hat bis jetzt nicht geklappt. Mal schauen, ob es noch was wird. So, das war nichts. Machen wir gleich einen Platzwechsel. Gleiches Gewässer. 100 Meter diese Richtung. Abmarsch. Ich bin jetzt direkt in dem Bereich, wo die Fähre ihr Wasser hindrückt. Ne, wenn du das gleich beobachtest, wenn die wegfährt, die drückt das direkt in diese Richtung hier. Und gleich ergibt sich hier so eine Kante von 5, 6 Metern und die fischen wir gleich mal ein bisschen hoch mit dem Gummifisch. Ah, siehst du, wenn ich das gewusst hätte vorhin, das ist der Balkon da hinten, wo ich gesagt habe. Das will ich drunter wohnen, habe ich gesagt. Ja, Fisch. Fisch. Ich weiß nicht, was es ist, aber es scheint nur Dreck zu sein. Vermutlich kein großer, aber es ist ein Fisch. Ah, es geht. Yes! So, habe ich gesagt, heute Nacht kann ich gut schlafen, weil ich mein Arbeit gescheit gemacht habe. Mega krass!
Ja, wir sind gefischt bei den letzten Würfen. Ich bin mega glücklich. Okay. So. Das Ding ist fit. Boah, er ist wirklich wütend. Was macht das Ding? 86 cm Rapala Super Shadow Wrap. Perfekt. Das ist ein Einstand. So, überhalb 78. Germany. Germany? Yes. Especially coming to the... Yes, yes, yes. For this fish, for this kind of fish. Yeah? Really? Really? How did you find this place? Google Maps. Wow, ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Spotwechsel, Zeug anpacken, Zeug anpacken, dann Spotwechsel und ab in die Stadt. Gentleman Release. Die kurzentschlossenen Spotwechsel zahlen sich sofort aus. Für Alex und Eule geht der Hechtplan voll auf und was schon jetzt sehr auffällig ist, im Vergleich zum Vorjahr wirkt der Pfälzer Publikumsliebling deutlich fokussierter. Mein Köder eben war sexy Swimmer, 14 cm Motoröl, aber ihr seht, den hat er gut rasiert. Jetzt tausche ich ihn einfach um und mache einen dunklen Butcher drauf. Und später, wenn wir am Auto sind, tue ich den neuen Trailer wieder drauf machen. Das geht schon. Aber ihr seht, goldenes Blatt, dunkles Dekor und das passt super. Ich habe gesehen, mein Freund Markus Eule hat auch einen Fisch gefangen, 78er Hecht. Super gemacht, Markus, weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns im Finale. So since it's not too far, it won't hurt us that much. Let's quickly jump across to the other side of the bridge. It's a little bit deeper. I was hoping this side was going to be better. I had in my mind that other side is going to be worse, but hopefully things switch around and this is the bad side and we'll have some good luck on the other one. Dann auf nach Amsterdam. Kurzer Spotwechsel. Für mein Empfinden habe ich schon ein bisschen viel zu viel Zeit da verbracht, aber ich meine, es hat einen echt tollen Fisch gebracht und noch 2 Bisse. Und einen hatte ich sogar noch gesehen, deswegen ist schon okay, aber jetzt wird es Zeit weiter zu fischen, weil Fisch brauchen wir noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Rapfen gerade rumgecruised ist. Probieren wir schnell Topwater. Leider nicht zugepackt. Bei dem Turnier habe ich gerne immer eine Topwater-Route griffbereit montiert. Und für das nehme ich selbstverständlich die Liqueo, in dem Fall die 2,13 m bis 35 Gramm. Eignet sich perfekt für alle Hardbaits, Topwater, alles mit viel Druck. Oh, I missed one. If you haven't noticed by now, I'm not really a short fisherman, but after these few days of training and being out here, much respect to you guys that do this on a daily basis in all different kinds of nasty weather. Not to mention the walks that you have to do through rocks, trees, brush, everything just to get to your destination. So much respect to you guys that do this, because this is brutal sometimes. But you do it for the love and you do it for the passion. But honestly, I'd rather be on a boat. Oh, it's a beautiful day in the neighborhood. And there's nobody here. Okay, so we're on the other side of the bridge now. Deep, long casts. I think there's about 7 or 8 meters of water, not too far from that pillar there. All our bites that we've gotten, well, I've gotten the last few days, have been directly right under, oh, thank God, a big ship is coming. So right directly under the bridge, exactly where he's coming through. So now we're on the other side, so the current is dragging that way. So I'm gonna stay more to the right, cast to the right, and let it drift it into position to that left-hand area. I'm gonna try to knock this out quick. This will be a quick pit stop. My assumption is, whether it's right or wrong, if nothing was happening on that side, more than likely it's gonna happen on this side, so I'm gonna hit it real quick. Start off with some bigger baits, so I'll go with a 4-inch Ohio, 15 grams. So I'll cast a few times, switch to maybe a different bait in color, cast a few times, then I'll go to a really light finesse weight like we did on the other side, do a few casts, and then we'll knock it out with a few casts. Just chat around this area real quick. If nothing happens, we'll tail it out and book to the next place.
Get something already? Not yet, but hoping for it. Danny. Steven. Nice to meet you, Steven. Also bei dem Dreckwetter, bei dem Regen, nutze ich gern den Barker von uns. Ne, weil du hast alles... Oh, schaut er denn hoch? Ne, ihr seht, ich kann meine Route abstellen, wenn ich hier am Fluss unterwegs bin. Ne, und jetzt bei dem Regen ist ganz cool, das Case oben drauf geht einfach über den Rand von der Barker. Ne? Also das Wasser, was oben drauf kommt, läuft einfach an der Barker runter. Seht ihr, der Rand ist viel höher und der Rand vom Deckel geht über diesen Rand. Also läuft es einfach außenrum runter. Ne? Du hast den Platz für 2 Routen, für eine Zange, hier für eine Zange, hier vorne. Wie ihr seht, ich habe mein Material fürs Vorfach hier drin und ihr habt halt hier oben noch Platz, was reinzutun. Ne? Und das Ding stand jetzt da eine Stunde im Regen und ist trocken. Ne? Die Boxen sind nur nass, weil ich sie rausgeholt habe. Ne? Ist schon sehr gut. Also wenn ich so punktuelles Angeln mache, wenn ich nicht viel unterwegs bin, nehme ich die immer gerne. Sonst, wenn ich viel unterwegs bin, nehme ich einen unserer Rucksäcke. Wir gehen jetzt noch mal zur Fähre, machen noch mal ein paar Würfe und dann suchen wir uns eine andere Stelle. So, wir sind jetzt hier in Amsterdam in der Stadt angekommen. Das ist so ein typischer Cityplatz, ein bisschen Urban Fishing, ein Hafenbecken oder einfach ein Becken, bei dem ich mir jetzt einen Zander und/oder einen Barscher hoffe. Die Größen weiß ich nicht. Tatsächlich habe ich den Spot hier im Training nicht probiert. Das war ein Tipp, weil ich vorhabe, später am Fluss zu angeln und jetzt noch ein bisschen Zeit ist nach dem Hecht. Das ist einfach zur Zeitüberbrückung ein bisschen was Sinnvolles machen. So, drückt mir die Daumen, dass es hier klappt, dass mir ein Plan aufgeht. Wird sich zeigen, wir probieren es aus, machen ein bisschen Krawall unter Wasser mit einem Crankbait, einem DT6. Ja, da kann ich empfehlen, den dann gerade an so Strukturen, so Mauern, den auszuwerfen, den an der Mauer lang zu führen und den zart über den Grund, so dass die Tauchschaufel immer in den Grund hackt. Und oft kommen dann die Zander oder die Barspisse. Manchmal vorsichtig, manchmal knallhart. Oh, das gibt's doch gar nicht, ne? Es gibt es nicht, es ist immer dasselbe. Zum Glück bin ich nicht mehrere Tage trainieren gegangen. Training ist einfach Zeitverschwendung beim Angeln. Heute so und morgen so. Dann kommst du hier hin, ist klares Wasser, fängst relativ schnell Fische und dann kommst du hier hin und hast trübes Wasser und fängst gar keine Fische. Übrigens, wenn einer mal eine richtig geile Barstrute sucht, die Black Arrow 3,5 bis 18 Gramm war so mein absoluter Favorit von der Firma Hearty Wise. Und jetzt gibt es hier die Halkien, selbe Gewichtsklasse, optisch mit so einem Effektlack auf dem Blank, mega geiler Stock. Also die Barsche machen richtig Spaß drauf, aber wenn man mal was Kapitales drauf bekommt, sprich einen guten Zander oder einen guten Hecht, den kriegt ihr mit der Route auch noch gehandelt. Das ist wirklich eine mega, mega geile Route. Hat meine Black Arrow jetzt in den Keller verfrachtet. Das war Hänger. Eieieiei, Leute, Mann. Da macht es nur einmal so puff. Und sofort. Junge. Treibt einen das immer in den Wahnsinn. Oh, fuck. That was that one bite that we needed. But he didn't feel no hooks. And he really wanted it. That's a pity. This one I can present really slowly to him. That's one big rule in fishing. If you just miss the pike, the snap won't close anymore if you change baits. Come on now. Fish on. Oh nein. Das kann es jetzt auch nicht sein, oder? Winzig kleiner Hecht hier. Power hat er wie ein großer hier. Den müssen wir leider gar nicht messen, der ist so klein. Der wird das Maß nicht haben. Haken hat er sich schon selber rausgemacht. Ich nehme jetzt schnell Jigspin aus dem Netz.
Ja, das wäre der Fisch. Richtiges Muster, falsche Größe. Schon mal entschneidert. Von der Strategie her zum Spot, ihr seht, ich fische jetzt hier Titan mit dem Jig-Spinner. Also mein Ziel ist erst hier mal grob abzufächern mit einer Montage mit Titanspitze eben, wegen den Hechten. Und wenn ich bestenfalls hier mal einen maßigen Hecht kriege und ich der Meinung bin, aktuell ist gerade kein raubender Hecht auf Platz, werde ich noch auf Dropshot wechseln. Das fische ich dann mit Fluorcarbon und hoffe dann so noch einen Barsch rauszukitzeln. Riskante Strategie. Herbert Ziereis wäre vermutlich begeistert. Eule ärgert sich derweil über Einwanderer aus Fernost. Es gibt ja zwei Sorten Kormoran. Es gibt diesen thailändischen, diesen großen, der Invasator, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es aber den originale europäische Kormoran. Der ist gerade so groß, sieht genauso aus, nur gerade so groß. Und die sind bei uns einheimisch. Aber werden komplett verdrängt von den Asiaten. Und vor allem der Kormoran, der europäische, ist halt eine Gruppe mit 10 Kormoranen. Und die anderen sind 100. Also das ist schon geisteskrank. Mal den nächsten Platz gehen. Ho, 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 ho. Da war der nächste Biss. Also über mangelnde Bisse kann ich mich nicht beklagen, wir müssen nur kleben bleiben. Ach, Leute. Der Kopf ist der größte Feind des Anglers. Check the California, check the 3 BLS. Let's try these for now. Guck mal, da ist so ein Rand außenrum gebaut, unten drunter steht da bestimmt irgendwo dran an dem Rand. Fisch! Geil, oder? Bleib locker, bleib locker. Ihr seht ja, das mit Spinnerbait, das funktioniert ganz gut eigentlich. Oh. Nächste Möhre. Das hat der knapp 70, auch wieder. Ein bisschen drunter. Aber nehmen wir. So. Vorne steht da. 73,5. 74. Bye, Baby. Der Mama ist doch bestimmt auch da, oder? Schick die mal vorbei, Alter. Sag, ich hab dich gut behandelt. Und es dauert auch nicht lang, kann ich dir sagen. Ja, es wird mal wieder Zeit, Wasser. Geil. So. Das wäre natürlich ein Traum von mir, gell, wenn ich so mit meinen Frittehechte da die Zusatzfische aufmachen kann, dann brauche ich dem heimtückischen Barsch nicht so nachzurennen. Aufregend ist das hier. So, einen Platz haben wir noch an dem Tümpel, den wir ausschmeißen können. Und dann hast du eben gesehen, falls das nächste Jahr in Saare sagst, dritter Wurf in die gleiche Ecke. Die ersten 2 Mal hat das nicht genommen. Dann habe ich aus dem Aarenwinkel gesehen, dass daneben als Fischchen spritzen, so kleine Brut. Dann habe ich gedacht, da muss irgendwas sein. Und deswegen habe ich eben noch 2 Mal hingeschmissen. Und dann, zack. Immer wichtig, die unmittelbare Umgebung im Blick zu behalten. Eule setzt sich mit Hecht Nummer 2 an die Spitze des Feldes. Ton legt auf dem Weg zum nächsten Spot einen kurzen Zwischenstopp ein. Hi guys, we are quickly in one spot. We will do a few casts and then we move to the polder. But I don't want to walk the whole way to the polder, and I caught sometimes a few pikes here. So let's see if we can catch some. It's definitely more clear. That's how you want the polder to look. Wir vollziehen jetzt den nächsten Spotwechsel. Ich hätte gehofft, dass hier noch ein schneller Barsch kommt. War nicht so. Ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, was ich mache. Ob ich ein bisschen auf Risiko gehe und weiter versuche, große Barsche zu fangen, oder ob ich nicht dann doch sage, ich versuche mal irgendwie einen Zander oder einen Hecht zu fangen. Und am Ende muss die Karte voll werden, das ist wichtig. Und wir haben schon einen großen Barsch, der war sehr, sehr wichtig. Deswegen ich mache mir jetzt mal auf dem Weg zum Auto Gedanken und dann sehen wir uns gleich am nächsten Spot. Mark ist bisher ganz schön auf Achse. Der bis dato stellentreue John denkt inzwischen ebenfalls an eine Mobilitätswende. Ich brauche echt einen Plan B.
Ich hätte hier auch durchgefischt, wie ich angesagt habe, aber es ist hier wirklich einfach braun. Und der Hecht, er ist eben ein Sichträuber. Deswegen werde ich jetzt gleich an ein Großgewässer fahren. Boing. Schöne Bande, Leute. Aber ich muss sagen, die Jigspinner von der Firma Lure Junks, die sind gut. Ich habe nämlich jetzt zweimal volles Met vor den Stahlträger gefeuert und der ist nicht krumm. Aber ich kenne hier andere richtig teure, die werden jetzt plättchenlos. Ja komm, packen wir es. 40 Minuten Autofahrt, wahrscheinlich mit Stau. Und ich habe den Kameramann noch einen Kaffee versprochen. Johnny ist ein Ehrenmann, also wahrscheinlich eine Stunde Fahrt. Wir gehen weiter Barschangeln. Wir laufen jetzt ein bisschen Spundwand ab, fischen unter einer Brücke. Und erstmal verstecken wir unsere Sachen so ein bisschen hier hinten drin. Soll ja nicht alles zu offensichtlich sein und einladend. Nicht, dass ich Ärger kriege, wenn die nächste Bestellung größer ist. So, wir fischen jetzt einfach mal die Brücke ein bisschen ab. Jetzt suchen wir mit dem Chatterbait erstmal hier die Ausläufe ab von der Durchfahrt. Rechts und links. Andersrum, links und rechts. Und dann beim Seitenwechsel rüber gehe ich dann die Spundwand ab mit dem Jigspinner. Wenn ich an Spots komme, die ich nur schwer oder schlecht einschätzen kann, ich immer ein Chatterbait und oder ein Crankbait, einen Gummifisch zum vertikalen oder zum Abjiggen, Abwerfen, um dann die Fische zu suchen. Ein aktiver Fisch verliert sich dann oft relativ schnell an so einem Köder. Da bislang nichts gekommen ist, gehe ich davon aus, dass die Fische entweder sehr passiv sind oder aus dem Kanal irgendwie raus sind. Ich werde jetzt noch die Ecke abwerfen, die wir zu Anfang hatten, mit einem Bladed Jig. Und zwar habe ich hier unseren Rapala Bladed Jig Perch, das ist der kleinere, in 10 Gramm, mit einem 4 Zoll Stingman als Trailer. Ich denke, dass die Größe des Trailers relativ unscheinbar und klein ist. Das Schwänzchen wackelt hier nur leicht bei dem Chatterbait, wobei das Blättchen richtig viel Druck unter Wasser macht. Wir versuchen jetzt noch ein bisschen hier abzuwerfen, die Fische zu suchen. Und falls das nicht zum Erfolg führt, wechseln wir gleich wieder an den Fluss und versuchen dann unser Glück auf Zander. Where are you fishing? All straight? Yeah. All there? Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah, but here's not a good spot. The fish are all over here. Wir sind an der nächsten Stelle oder respektive ein Stück neben der nächsten Stelle. Mein Spot, wo wunderbar funktioniert hat auf Hecht und vor allem die Barsche standen genau da, ist besetzt von einem Karpfenangler. Der hat seine 3 Routen wunderbar da über den Spot gespannt. Kann man manchmal nichts machen, ja. Ich versuche jetzt hier mich anzupassen. Aber wenn das hier eine Weile nichts bringt, werden wir einfach wieder den Spot wechseln. Aber das Glück habe ich bis heute noch nicht gefunden. Kommt jetzt. Zu Fisch. It's a snack, Zander. Der zählt nicht. Scheiße. This one won't count. That's a really nice fish. Wenn es läuft, dann läuft es auf jeden Fall. Wenn es schief läuft, läuft es auch weiterhin schief. Na komm, Kollege, Schuh. Ja, du möchtest nicht in die Kamera. Kann ich verstehen. Das ist ein toller Fisch, er hat on die 60, würde ich sagen. Der hat ordentlich Punkte gebracht, aber er hat nicht gebissen. Deswegen darf der jetzt hier einmal wieder zurück. Und dann geht's weiter. Naja, ein paar Fische sind da, aber die beißen halt anscheinend echt nicht. Und ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber so ist es. Ja, der Fisch wäre echt wichtig gewesen, hätte er korrekt gehangen, weil anscheinend scheint es heute nicht so gut zu beißen. Also dafür, dass wir 8 Angler sind und auch Leute wie Ton dabei sind zum Beispiel, kommen echt viel zu wenig Fische in die Gruppen, auch meine Spots. Ich weiß, dass die gut sind, ich weiß, dass da Fisch steht, man hat es ja jetzt gesehen. Aber so richtig beißen wollen sie heute nicht.
So, so. This one is barely hooked. Yes! Barsch! Oh, und jetzt ab. Auf jeden Fall ein maßiger Fisch. Ein bisschen was über 30, denke ich. Na gut, 30. Aber es ist ein Fisch. Weit ausrollen brauchen wir die Scale nicht. Aber hey, ich bin froh über den kleinen Mann hier. Das hat er, kann man gerade hinlegen, 32,5, also 33. Das sind 66 Punkte. Also so schlecht, wie Marc kurz davor behauptet hat, läuft es nun auch nicht. Mit seinem zweiten Barsch überholt der Hesse den Freund aus der Pfalz, ist gedanklich aber schon wieder auf dem Sprung. Naja, immerhin ein Fisch. Der Fisch kam jetzt hier auf den neuen Soul Flat. Das ist so ein Flatside Crankbait, läuft ungefähr 1,5, vielleicht 2 Meter, wenn ich mit der Strömung kurbel, eher 1,5. Hier habe ich im Training auch schöne Zander drauf fangen können, ungefähr so wie den ich gehakt habe, leider im Rücken. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen, aber nicht allzu lange, weil ich noch Zanderangeln gehen will und eigentlich auch versuchen will, einen Hecht zu fangen. Ich hätte gerne alle 3 Fischarten heute. Das wäre optimal, sodass dann am nächsten Tag nicht mehr irgendwie eine Rennerei ist, dass man noch irgendeinen Fisch unbedingt braucht. Aber erstmal gebe ich dem Spot hier noch ein bisschen Zeit. So. Kaiserwetter. Kennt ihr das von Kaiserslautern? Das ist Fritz-Walter-Wetter. Weißt du warum? Weil sie alle runterkommen zum Grätschen, Alter. Was da alles passiert, wenn so Wetter ist. Geiler Scheiß. Pass mal auf, Alter. Das ist wie bestellt für uns, das Wetter. Ah, ich mach mit Butcher. Butcher Blue Eyes für klares Wasser. Bin ich mal gespannt. Hi guys, we arrived to the new spot. We're still on a pike mission. We need just 1 pike, and then if it comes quick, of course we will continue a little bit the pike fishing. If it takes too much time, we will go zander and perch fishing. So wish me luck. Der neueste Scheiß, teilweise schon bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Eine Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. 150 € Angelset geschenkt. Das ist doch bestimmt Beschiss. Nee, das gibt's zu jedem Angelscheinkurs nur für kurze Zeit gratis dazu. Ach, das ist doch einer wieder Spittelschrott. Guck mal, alleine die Lamistik von LMAB kostet 90 € im Laden. Oh, da ist doch keine Rolle dabei. Klar, guck hier, von Abu. Mit geflochtener Schnur sogar. Nee. Doch. Aber die teuren Köder musst du dir noch kaufen, oder? Nee. Oh. Köder und Zubehör sind auch dabei. Mach keinen Scheiß. Das klingt wirklich gut. Also, auf geht's. Angelset sichern, Kurs auf anglerschmiede.de buchen und dann ab ans Wasser mit dir. Bist du ein knallharter Typ? Oder doch ein Softie? Dura International, get Gummi! So, wir sind jetzt am neuen Spot angekommen. Ich habe gerade schon den ersten Testwurf gemacht. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier eine völlig andere Szenerie als eben. Wir sind jetzt wieder ein bisschen mehr in der ländlichen Region und hoffen hier auf einen Zander. Wir sind hier am Leck. Ich habe lernen dürfen, dass das Gewässer tidenabhängig ist. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich die Tide verstanden habe. Wenn ihr irgendwie einen Hinweis habt, freue ich mich über Kommentare dazu. Ansonsten, ja,
versuche ich mein Glück mit meinen Kickmans auf Zander und schauen, was dabei rauskommt. Das passiert auch beim Zanderangeln. Hänger. Fuck, Fehlbiss. Scheiße. That might have been a pike. Ich habe Ivan Schilfhalm drüber geschmissen, dann habe ich einen Runter gezupft vom Schilf und der Moment, ja, Biss. Okay, Baby, du bist auf jeden Fall da. So. Hey, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich danke dir, Mann. Cool, euch kennenzulernen, gell? Mach's gut. Dito! Ja, das ist doch schön, Leute. Ne? Trifft man einen netten, lieben deutschen Auswanderer. Besser geht's ja nicht. Der sagt auch, hier fängst du jetzt einen Hecht, Johnny. Wenn nicht hier, wo dann? Wir sind am schönsten Ort in Holland auf der Tulpeninsel. So, jetzt nehmen wir aber mal hier den Pike Shed von Invader vom Fishing Team Highlight vom Domme. Der ist unten so ein bisschen dicker und da läuft er so ein bisschen spitzer nach oben zu, hat einen großen Teller. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Und jetzt auf den ersten Wurf ein Pike. Oh, Kristallglasklar, Mann. Herrlich. Besser geht es gar nicht für den Kopf. Und jetzt One and Gun hier. Und da habe ich schon den ersten Nachläufer. Fuck, und ich habe Kraut dran gehabt. Ich habe Kraut. Da ist er dran. Daher kommt er, Leute. Nein. Oh, und direkt wieder was Kraut geworfen. Nein. Kein Riese, so ein 70er oder so. Aber er ist noch da. Ich habe ihn da noch stehen sehen. Deswegen habe ich jetzt hier auch die Polbrille drauf gemacht. Kommt er? Kein Riese, aber immerhin wer ist der Erste? Ach, das wäre jetzt schön, ne? Oder? Sag mal, schön so mit Live-Biss-Kameramann, ne? Schön Nachläufer. Wow, it's so nice and clear. If we don't catch one here, I don't know anymore. But we will catch one. Fisch. Kleiner Barsch. Der ist ab. Ah. Das ist sehr ärgerlich, wenn man an der Barschbuhne ist, um einen Barsch kämpft, den Fisch hat und kurz vom Ufer aussteigt. Auf die Cleanup Craw, geschliffen am Cheburashka mit einem scharfen Cheburhaken. Sollte nicht sein. Aber wo einer ist, sind mehrere, also geben wir nicht auf. Werfen nochmal hin und bekommen hoffentlich unseren Barsch. Ich habe jetzt eben schnell gefischt und habe da vorne auch ein bisschen gekriegt auf der Ecke. Und jetzt versuche ich einfach mal mit diesem Woke Wanner das ganze Ding wirklich ganz langsam auszufischen. Lassen oft stehen, spiel viel mit ihm, dass er vielleicht wirklich noch das Ding nimmt. Fisch! Der Woke, das ist einfach geil. Da habe ich die Ecke schon ausgefischt gehabt und spiele aber 3-mal schon. Und dann kommt er auf das Ding. Auch wieder so die Kategorie. Komm her, Junge. Auf hier. Nur ganz kurz. 5 Minuten bin ich fertig. Oh. Geil. Petri, Mr. Waller. So, Jungs. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, warum ich die Fische hier im Kescher abhake. Vor allem, wenn ich mit Drillinge angel, ist es oft so, dass ein Drilling frei hängt. Der hängt sich dann in den Kescher. Der Kescher gibt nicht noch, so wie die Rute. Der Fisch schüttelt sich aber und dann reißt ihm der Hoge raus. Und oft bluten sie dann die Fische. Deswegen Catch and Release. Das Erste, was wir machen, die Hoge aus dem Fisch raus. Das ist das Safeste. Die sind mal recht, die kann man nach schön im Knick packen. Vorne ist er dran. Hinten sind wir auf 74. 74, ja. Perfekt. Petri Heil, geile Show, Alter, mega. Super. Danke, Jungs. Sonst gibt sich Euli ja häufig als Drillingsfetischist. Im Herzen ist er dann aber doch ein ganz sanfter. Vorbildliches Fischhandling, die erneute Führung und ein insgesamt bärenstarker Auftritt. Nur beim Marketing ist noch ein bisschen Luft nach oben. Oh, Kleider, ja. Natürlich genau das Dekor, wo es nicht mehr gibt.
Der ist, glaube ich, aus dem Adventskalender. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall hat es gut ausgesehen. Aber ich denke, nimm da mit. Ich meine, ich habe eine ganze Armee drin, gell? Echt? Den merkt er, das ist ein Sanderköder, aber den kannst du auch als geil Fischer fest. Wenn du ihn so stählst, dann zieht er dann noch einmal so. Das ist auch schon geil. Aber es ist never change a warning system. Machen wir gleich weiter mit dem. Wir mögen sie doch. Ja, Leute. Oh, was ist denn da? Polizei. Aber jetzt kommen die zu uns. Ich habe nur gerade gesagt zum Kameramann, ich weiß gar nicht, ob ich hier parken darf. Und ich glaube, so schnell wie die gerade kommen, glaube ich, die kommen zu uns. Er hatte gerade Blaulicht an. Oh, das kann jetzt teuer werden. Vielleicht haben sie Gnade. Vielleicht kommen sie auch gar nicht zu uns. Mal schauen. Okay, Abfahrt. Optimistisch, wir bleiben optimistisch. Ich nehme den großen Kescher mit. Kann noch viel passieren. Oh, that's going to take. Yeah. Oh, what a bite. Big one. This is a good pike, guys. Yes! Wow! Fuck! What a struggle to catch a pike. My God, my God, my God. Yes! Yes, 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 yes! Oh, that was a pain in my ass. Oh. Let's do this quickly to continue fishing. They're on fire here. This one was on fire. Oh, and it's a nice pike also. It's like 90. 85 to 90. Let's see how long this beauty is. It's on top. Now it's in front. It's like 90. What a pike. 90 centimeters. Let's release him. Strong strike. 90 centimeters. What a pike. There he goes. Yes, guys. Yes. We struggled so hard. Oh, this is unbelievable. I'm gonna post it in the group. Now we're going. Es hat ein bisschen gedauert, jetzt aber meldet sich der Vizemeister offiziell an. Standesgemäß mit einem fantastischen Turnierhecht auf Sicht und einem malträtierten Köder. The way he hammered it, my God. And that's why we choose a Ricky the Roach in this spot. When the pikes are on fire and they're hitting the soft baits, you have this swivel system. This is the system that we develop to make sure you have a good hook set. And when the pike is hooked, the swivels can turn. So the hook doesn't have much chance to come off. Of course, it's still possible, but with razor sharp hooks like these ones and the swivels, you're ready to go for pike. Let's try and catch another one. Must be a pike here. Yeah! That's what we call a money shot. That's what we call a money shot. There had to be a pike in that place. It's not a big one though. But he hit it again. Like there was no tomorrow. There we go. A money shot. Crazy. What a bite. It's not a big one, but we're happy with anything, guys, with such a tough beginning. And again, Ricky the Roach. Superb bait for catching pikes. 70. Wait, it's not in front. 75, I would say. Yep. There you go, buddy.
Don't scare off your friends. So as you saw, I called it a money shot, but I'll explain why. There is a little inlet over here with some overhanging brushes. If there is one thing pikes like, then it is standing inside one of these places and unknowingly attacking Ricky. Of course, we've been throwing a lot of money shots, but as you can see now, it also works. So we've done a lot of times a money shot that did not work. I'm happy that finally one worked. Let's try and continue fishing. Let's try and catch another one and continue fishing. So, judging by the sun, I think it's around 12 o'clock. Eine volle Katastrophe. Man könnte auch sagen, Totalschaden. So one more cast and we move. So, dann noch einen Wurf und dann gehen wir den Kaffee ab. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Und noch viel mehr hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche. Das hoffe ich auch. Aber nach dieser sehr abwechslungsreichen Folge bin ich eigentlich guter Dinge. Eule führt nach der ersten Halbzeit verdient mit 3 soliden Hechten. Dahinter folgen die nominellen Gruppenfavoriten, die bei 2 Fischen jeweils schon einen richtig starken Barsch bzw. Hecht für 90 Punkte auf dem Board haben. Newcomer Alex belegt momentan den 4. Platz mit einem 86er Pike und Kevin hat sich ebenfalls schon entschneidert, während Markus, Daniel und John, den die niederländische Polizei übrigens in Ruhe gelassen hat, bisher ohne Punkte dastehen. Wie schnell sich das Blatt allerdings wenden kann, haben wir erst letzte Woche bei Patrick gesehen. Insofern mal abwarten, was der Nachmittag hier bringt. Schaltet am nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder ein und knallt bis dahin ein paar schöne Herbsträuber raus. Ciao!